Hallo, ihr wundervollen Menschen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und heute auch unter anderem in die Visuals, also in das, was wir sehen können in Videos. Genau, wie ihr schon bemerkt habt und wahrscheinlich auch deswegen das Video angeklickt habt, geht es um Ren. Und zwar den allerersten Teil von Money Game aus der Trilogie. Und ich dachte, wir starten das jetzt einfach mal und beleuchten die psychologischen Aspekte der Lieder. So, genau. So, und dann lasst uns jetzt reinstarten und wir gucken uns einfach mal an, was Ren uns heute so zu sagen hat. It's a strange time we're living in. War can put fear in. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Greed runs through parliament interiors. Devils walk among us, they fit the criteria. Eerie theory, strife, fearing, weary-minded men when we're clearly living in dictatorships. Nearly blinded by illusions to choose who's fooling who. A ball chained to your shoes on pain. It's a crying shame. The pursuit of our own wealth lights a flame that makes greed a game that lets this whole world burn. As the world turns, the whole world burns. Ja, lasst uns da mal schon anfangen und ein bisschen reinschauen. Unsere Welt kann uns ganz schön Angst machen. Das ist der erste Satz. Und ich würde jetzt gerne sagen, ja, das trifft aktuell ganz schön zu. Aber das trifft eigentlich schon ziemlich lange zu. So, egal wo wir hingucken. Und wie er so schön sagt, die Teufel sind unter uns. So, die Kriterien passen. Und sie streuen, wie hat er das gesagt? Unheimliche Theorien, die viel mit uns machen und die eben unter anderem Angst verbreiten. So. Und natürlich können wir uns jetzt angucken, wer diese Teufel sind, die das machen. Und damit, ne, es ist immer der Punkt, wo er auf das System schaut. So. Und das System ist aber nicht nur Regierung und Politik, sondern auch die Medien, die Unternehmer und auch wir selbst. Auch uns selbst prangert Ren immer wieder an. So, wir gehören mit zu dem System. Und er hat gesagt, diese Eisenkugel um den Fuß, so, die uns leiden lässt. Die Eisenkugel um den Fuß kennen wir noch von früher, ne? Von den Gefangenen im Gefängnis. Die haben hinten diese Kette am Fuß mit dieser Eisenkugel dran gehabt. Damit sie nicht einfach so wegrennen können, die ihnen alles erschwert. So. Und was könnte er damit meinen? Meine Sichtweise erstmal ist quasi, wir sind gefangen in dem System. Wir sind gefangen in unserer Angst, die das System, die Teufel, wer auch immer, streuen. So. Das, was die Welt mit uns macht. So. Aber wir sind auch gefangen in unserer Ohnmacht durch die Angst, in unserer Wut. Ja, und in dieser ganzen Spirale. Und wir sind gefangen in diesem Money Game, ne? In diesem Gier, Neid, Machtkonstrukt. Aber wenn wir da mal tiefer hingucken, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Warum? Und das, was Gier und Macht ja eigentlich quasi bedient im eigentlichen Sinne, ist ja nicht Macht um des Machtwillens. So. Oder weil es grundauf böse Menschen sind, die schon böse geboren wurden. Ne? Ja, Ren spricht hier von den Teufeln, die unter uns sind. Aber jetzt mal abgesehen von, es gibt da was Höheres, so, und es gibt Teufel unter uns. Wenn wir auf der menschlichen Seite gucken, wie sind die Teufel zu Teufeln geworden? Und es soll keine Rede darüber sein,
dass Vergangenheit alles entschuldigt. So. Aber es erklärt vieles. Und wir sind immer Teil des Gesamtkonzepts. Und das, was Gier und Macht, worauf das basiert, ist in der Regel das Gefühl von Sicherheit, was wir haben wollen, und das Gefühl von Kontrolle. Und in einer Welt, wo wir viel Angst haben und diese Angst sehr diffus ist, weil wir nicht so genau wissen, woher kommt das. So, es gibt zu viele Komponenten da draußen. Suchen wir sehr zielstrebig nach Sicherheit und Kontrolle. Und was gibt uns diese Sicherheit? Was gibt uns das Gefühl, Kontrolle zu haben? In der Regel ist es Macht und Geld. Weil mit Geld kann ich mir vermeintlich Sicherheit kaufen. So, ja. Ich würde es erstmal so stehen lassen. Weiter geht's. But money was invented for trade, but now those bits of paper twist hearts, make slaves, turns a saint into a sinner, a child into a killer. His finger on the trigger of a money game. Oh, rain, 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 a storm it comes our way, and those who rise through distorted lies, poison in the veins, but we like to point the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. Stop. Ich hake hier nochmal ein. Da haben wir genau den Part, ne, wo Ren sagt, wir sind alle Teil des Ganzen. Aber es ist sehr unbequem, selbst in den Spiegel zu gucken und zu schauen, wie bin ich eigentlich da drin gelandet? So, was ist mit meinem Gier-Thema? Was ist mit meinem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle und wie lebe ich das aus? Wie sorge ich dafür? So, spiele ich das Spiel schon mit und wie doll spiele ich das Spiel mit? Und was ich ganz spannend finde, wir haben ja, ich glaube, der Gitarrenspieler ist, glaube ich, Romain, der aus der Band Big Push von Ren, oder wo Ren Teil war, Mitglied ist. Und es ist ganz spannend, ne? Zum einen den Sack über dem Gesicht, sodass er nichts sehen kann. Er kann ein bisschen wahrnehmen und er kann ein bisschen fühlen, aber ansonsten ist seine Wahrnehmung eingeschränkt. So. Und Ren von außen sagt ihm, so, stopp jetzt, hör auf zu spielen. Und er hört. Weil wenn wir nicht alles sehen können, wenn wir eingeschränkt sind in unserer Wahrnehmung, dann sind wir abhängig vom Außen, von jemandem, der uns ein bisschen mehr mitgibt, mehr mitteilt. Und dann hören wir da auch leichter drauf. Und das ist natürlich auch wiederum etwas, was passiert, ne? So, es wird alles so komplex, so undurchsichtig, dass wir irgendwann gar nicht mehr das Ganze sehen können und verstehen können. Also verlassen wir uns darauf, dass es da oben schon welche gibt, die den Überblick haben und uns einfach nur sagen, was zu tun ist. Ich lasse es so stehen und wir machen weiter. Mr. President, it's evident that everyone's a resident of fear when they support these ideas to keep us separate. When they make us believe that everybody is coming to terrorize you in the streets, they say badly through gritted teeth. That's my right to hate, that's freedom of speech. But when did freedom become a reason to hate? A way to justify a racist slur or insult we make? There's an irony in freedom, cause us in the West, we have pillaged and plundered the murder like savages, colonized all of the rest. That's called hypocrisy. Preach a certain value that you never keep yourselves. Your country was in flames, you denigrate yourselves in a second. Still you spit your venom, demonizing immigrants when really you're the immigrant, cause all of... Ich muss hier schon mal Stopp machen, weil es sonst zu viel wird. Lass uns mal gucken, dass ich jetzt noch das alles zusammenkriege. Genau. Ich habe natürlich wieder hier auch meine Zettelkram-Sachen.
Also wir haben zum einen die Freiheit, Freedom of Speech, auf die er anspricht, so, wo sich ja viele heutzutage drauf beziehen, es ist meine Freiheit zu sagen, worauf ich Bock habe, was meine Meinung ist und ihr müsst euch das anhören. Und es ist auch meine Freiheit zu sagen, dass eure Meinung scheiße ist. Aber ist das wirklich Freiheit? Ist es das, worum es bei Freiheit geht? Ja, natürlich. Zensur ist ein wichtiges Thema, was Freiheit anbelangt. Aber wie Ren sagt, seit wann ist Freiheit die Bedeutung oder gleichbedeutend mit rassistisch zu sein und Menschen zu beleidigen und runterzumachen? Das hat erstmal nicht viel mit Freiheit zu tun, sondern es ist nur Bewertung, Vergleich, runtermachen. Das ist das, worum es geht. Aha, da hat jemand eine andere Meinung als ich. Das ist polarisiert, das scheint quasi das Gegenteil von dem zu sein, was ich habe. Und wenn ich ihm jetzt recht geben würde oder dem irgendwas einräumen würde, dann würde das ja bedeuten, dass ich falsch bin, dass ich was übersehen habe, dass ich blind bin. Das könnte mich abwerten. Nee, das will ich nicht. Der ist doof. Und seine Meinung auch. Und es ist tatsächlich so ein Ding geworden, dass wir immer weniger zuhören und immer mehr Wert darauf legen, einfach nur gehört werden zu wollen, damit andere uns verstehen. Und wenn andere uns verstehen, na, dann müssen die auf jeden Fall unserer Meinung sein. Und ansonsten haben sie keine Ahnung oder sind dumm. So. Das ist ein bisschen schwierig, um es mal so zu sagen. Ja. Und wenn wir zur Freiheit kommen, auch die Freiheit, dort das zu machen, was man machen möchte. Und diese Freiheit endet natürlich an dem Punkt, wo es die Freiheit oder die Gesundheit anderer Menschen eingrenzt. So. Und da kann man natürlich drüber diskutieren, aber schwierig. Aber lasst uns da einmal weggehen. Genau. Er spricht jetzt die Migration an. So. Dass wir halt gerne auf andere schimpfen, gerne die anderen verteufeln, dämonisieren, wie er so schön gesagt hat. Und dann aber selbst nicht das leben, was wir anderen predigen. Heuchelei. Hypocrisy, was er ausspricht, ne, was er anprangert. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt, ne, weil, und da kommt er jetzt ja auch gleich nochmal genauer drauf, aber er sagt, wenn euer Land brennen würde, dann wärt ihr doch die Ersten, die auch fliehen würden. Und wir sind so schnell mit unserem Urteil über die zu Flüchtenden. Ne, und das ist das, was polarisiert wird. Was sind die guten Flüchtlinge? Was sind die schlechten Flüchtlinge? Die sich um eine Arbeit bemühen, die sich integrieren, die Sprache lernen. Das sind die Guten. So, die dürfen ja auch gerne bleiben, die machen ja keinen Ärger. Die haben sich gut angepasst an das System. Das ist okay. Weil wir brauchen sie ja zum Arbeiten. Und sobald Frieden herrscht, dann sollen sie aber auch wieder weggehen. Aber die einen anderen Glauben haben, den wir als schwierig empfinden, eine andere Kultur mitbringen, die wir als schwierig empfinden, die sich vermeintlich nicht integrieren, weil sie unsere Sprache immer noch nicht können, die keine Arbeit finden, die in der Kriminalität gelandet sind, die müssen hier auf jeden Fall wieder raus. Was für ein Dreckspack. So. Aber es guckt keiner hin an dem Punkt, wo die Menschen, die hier landen, gleich abgefangen werden von Organisationen teilweise, die einen in Kriminalität hineindrücken. So, in den Drogenhandel reindrücken, in die Prostitution reinschieben. Wir sprechen nicht darüber, dass den Flüchtlingen zwar ein Deutschkurs finanziert wird, aber wenn du nicht schnell genug lernst, dann wird auch nicht weiter finanziert, dann hast du halt in der Zeit, die dir gegeben ist, nicht genug gelernt und dann hast du halt Pech und musst zusehen, wie du dir das von deinem bisschen Geld, was du hier bekommst, selber finanzierst. Und auf der anderen Seite flüchten
Oder denken die ersten Leute hier in Deutschland darüber nach, wo sie selber hin auswandern könnten, weil sie keinen Bock auf ein Land haben, was von der AfD kontrolliert wird, weil sie Angst haben vor dem Krieg, der hier in der Nähe ist mit Ukraine und Russland. Der ist nicht mal in Deutschland selbst, aber die Menschen denken nach, aus Deutschland wegzugehen und woanders hinzugehen. Das Land brennt noch nicht mal. Es gibt genügend Leute, die nach Spanien oder Thailand oder wohin auch immer auswandern, um dort günstig zu leben und dort nicht die Sprache zu lernen, weil es genügend deutsche und englischsprachige Leute dort gibt und es reicht, um sich zu integrieren. Und das ist, auch hier, wir sprechen nie über alle. Von daher, es gibt genügend, die das auch machen, aber es gibt auch genügend Immigranten hier in Deutschland, die das machen. Es gibt immer alle Seiten. Deutsche Urlauber auf Mallorca sind nicht besonders beliebt. Aber gut, lasst uns weiter gucken. Olives are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent. I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain. Britain, it was colonized by Rome. And also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we made the same mistakes all again. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play on repeat. The same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleak. Our opinions are our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right. In the middle we sleep. Rain, 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 rain. A storm it comes our way. And those who rise through distorted lies, poison in the veins. But we'd like to point the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. Bevor wir jetzt weitermachen, genau. Wir können überall hingucken. Also weltweit, und überall werden wir sehen, es gab Kolonien, es gab Besetzungen, Menschen wurden dafür getötet und werden, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Amerika gucken mit den Natives, das war ihr Land. Alle anderen sind quasi emigriert, haben sich das Land genommen und sagen jetzt, Immigranten raus. Während die Natives quasi in ihren Reservaten vor sich hin siechen und keine Rechte kriegen. Die Deutschen, die Briten kolonisiert haben, Briten, was Amerika kolonisiert hat. Überall, wo wir auf der Welt hingucken, gibt es diese Besetzungen. So. Und jeder glaubt sich irgendwie im Recht. Aber da kommen wir jetzt schon wieder zu sehr ins Politische. Das, worum es mir geht, ist, das, was passiert, ist die Angst. Es wird so viel mit der Angst gespielt. Und wir wollen nicht hingucken. So. Ren hat das so schön gesagt, dass es rechts oder links gibt und dass wir in der Mitte schlafen. Das heißt, das, was wir schon sehen können, ist ja, dass es so einen Trend seit Jahren gibt, dass die Wahlbeteiligung immer weniger wird. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, sie können mit den Wahlen nichts ausrichten. Fühlen sich ohnmächtig, also beschäftigen sie sich nicht mit dem System oder mit der Regierung oder mit allem, mit den Parteien, mit ihrem Wahlrecht. Sondern, es ist auch egal, wer jetzt dran ist, welche Partei. Passiert ja immer derselbe Bullshit. Vorher werden wir angelogen, was die alles verändern wollen, und dann passiert nichts davon. Es bleibt alles im selben Game. So, im Money Game. Das ist die Mitte, die schläft. Und die kämpfen wollen für das Recht, für die Wahl, für Veränderung, die gehen meistens in irgendeinen Extremismus. Nicht alle, auch hier wieder nicht alle, aber viele. Linksextremismus, Rechtsextremismus. Es gibt dann quasi immer irgendetwas, dem man den Kampf ansagen muss. Entweder dem System oder bestimmten
Menschengruppen. Das ist dieses, wenn wir so eine Angst haben, wenn wir das Gefühl haben, es wird irgendwie gerade alles schlimmer, ich werde unglücklicher. Ich fühle mich bedroht, aber ich weiß nicht so richtig, woher es kommt. Dann sucht das Gehirn nach einem Grund, wovor es Angst haben muss. Oder sollte. Was der Fehler ist und was ich tun kann, damit ich mich nicht mehr so ängstlich und ohnmächtig fühle. Da sind wir wieder bei Sicherheit und Kontrolle. Was muss ich tun, damit es besser wird? Und dann sortiert das Gehirn aus und entweder landet es bei, ja, das System ist der Feind, kämpfen wir dagegen an, oder, ah ja, die Flüchtlinge, oder, ah ja, die und die, ah ja, bestimmte Politiker, da sind wir auch wieder bei Polarisierung, ne, diese Partei, das ist der Feind, oder wer auch immer. So. Und am Ende geht es immer nur darum, dass wir wieder das Gefühl haben wollen, sicher zu sein und zur Ruhe kommen zu können, dass nichts mehr uns bedroht, dass nichts mehr passieren kann. Und dass wir einfach zur Ruhe kommen können und vor uns hin leben können. Aber unser System ist allein darauf ausgerichtet, dass das nicht passiert. Wenn wir uns die Medien angucken, wird ja jeden Tag nur von Krieg und Tod und Betrügereien und all dem Schlechten irgendwie berichtet, was uns die ganze Zeit in dieser Angstschleife hält. Und auch die sozialen Medien, wenn wir da einen Bericht anklicken, dann wird uns darüber gleich was gezeigt und dann wird uns gleich noch der nächste Bericht dazu gezeigt und dann wird uns noch ein ähnlicher Bericht gezeigt und die nächsten Tage kommen noch viel mehr und irgendwann haben wir das Gefühl, dass es nur auch diese schlechten Sachen gibt. Und wir sind in diesem Strudel drin und haben das Gefühl, oh Gott, diese Welt. Und sind schon wieder im Angstkreislauf drin. Zusätzlich, dass die Medien generell polarisieren. Ne, wenn wir uns irgendwelche Zeitschriften angucken, die Schlagzeilen da drin. Huiuiui. Wenn das nicht die ganze Zeit Angst mache und polarisieren, aufbringen gegeneinander ist, weiß ich auch nicht. Und wir springen so schnell darauf an, weil das ist das, was wir machen. Wenn wir in Angst sind, ist das, was passiert, dass unser Kampf- und Fluchtreflex anspringt. Und Kampf, wir kämpfen gegen irgendwas, wir suchen uns einen Feind, irgendwas, damit wir wieder sicher sind. Wenn wir gegen den gekämpft haben und das verändert ist, dann wird es besser. Oder wir flüchten. Und entweder zum Beispiel flüchten wir aus dem Land, wir flüchten aus dem System, ne? Vielleicht Leute, die arbeitslos werden, Leute, die auf der Straße leben, weil sie aussteigen wollten und nicht mehr zurechtkamen. Wo auch immer man hinflüchtet. So. Manche landen im Freeze, weil sie so überfordert sind mit all dem, weil sie eigentlich die Ungerechtigkeit sehen, aber nicht wissen, wogegen sie ankämpfen sollen und dass es auch alles gar keinen Sinn hat und die Angst weiterhin die ganze Zeit da ist und ne, diese Flüchten kann ich vielleicht mir gar nicht leisten und wüsste auch gar nicht, wohin. Also falle ich erstmal in Freeze, in eine Erstarrung. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt tun? Der Freeze-Modus ist eigentlich dafür da, um kurz die Situation abzuwarten und dann eine Entscheidung treffen zu können, ob es jetzt in Kampf oder Flucht geht. Wenn sich daran aber nichts verändert, dann hört irgendwann der Freeze-Modus auf und wir kommen an den Punkt, wo wir einfach nur noch resignieren, wo wir in uns zusammenfallen, weil wir weder kämpfen noch wegrennen können und hoffen einfach, dass es vorbeigeht. So ein bisschen wie Todstellreflex. Und das ist die schlafende Mitte auch so ein bisschen, die Ren da anspricht. Die Menschen, die sich abgeschottet haben emotional, die nicht mehr richtig hingucken, die sich ohnmächtig fühlen. Oder eben auch, wie Ren das auch in seinem Song Dominos, was ich beim letzten Mal angeschaut und analysiert habe, wie er das da angesprochen hat, dass wir in Depression verfallen. Weil wir nicht mehr wissen, was wir noch tun können, weil wir in einer Pattsituation sind. Und die Freude und der Sinn immer mehr verloren geht, weil wir die ganze Zeit damit zugeschüttet werden. Mit dieser Angst. Und mit diesem Gefühl von Kontrollverlust. So, lasst uns zu Ende gucken.
Sorry, ich muss nochmal Pause machen, weil ich finde, dass Ren das unglaublich gut alles darstellt, auch hier in diesem Video, ne? Bevor ich jetzt auf die Augen zu sprechen komme, davor gab es ja auch schon den Baseballschläger, mit dem er auch gegen den Zaun, Gerüst, was auch immer geschlagen hat und auch auf dem Boden. Und das, was es macht, ist erstmal Angst, Bedrohungsgefühl. So. Und wenn Ren erstmal für das System oder für das Höhere steht oder was auch immer, dann ist es das, was uns Angst macht. Und er hat jetzt quasi auf diesen Sack, den der Gitarrist da umhat, Augen gemalt. Was wiederum dafür steht, dass er ihm vermeintlich eine Sicht gegeben hat. Eine Sichtweise. Aufgemalt, aufgezeichnet. Das ist jetzt das, wie du am besten gucken solltest. Das ist das Bild, was uns gezeichnet wird. Von der Regierung, von den Medien, von wem auch immer. Und durch diese Brille schauen wir. Die ganze Zeit, immer wieder, weil uns die Brille immer wieder aufgesetzt wird. Es werden immer wieder diese alten Überlebensinstinkte angetriggert. Alles, was wir tun können, ist, uns das immer wieder bewusst zu machen und immer wieder zu versuchen, bewusst da auszusteigen. Weiter gucken. Ja. Korrigiert mich gern. Meine Interpretation des Abschlusses ist, das System neigt eigentlich dazu, mit der Polarisierung uns zu verheizen, Menschen gegeneinander auszuspielen, Krieg anzuzünden. Aber eben auch, wir funktionieren in dem System und brennen dabei aus. So viele Menschen mit Depressionen und Burnout, die einfach vor sich hin funktionieren und sich komplett mit ihrer Energie ausbrennen, weil es zu wenig Income gibt. Und das, worum es aber eigentlich geht, ist nicht, dass die Menschen ausbrennen und dann weg, so, weg mit dem, was nicht mehr funktioniert, sondern eigentlich müsste das System angezündet werden. Das müsste verändert werden. Genau, das sind erstmal meine Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Und ich bin auch Teil des Ganzen, wie wir alle. So, ich finde mich auch immer wieder in meiner Ohnmacht wieder, wo ich das Gefühl habe, boah, diese ganzen Medien, Nachrichten gucke ich schon kaum noch. So, einfach weil wir darüber kaum noch mitkriegen,
was wirklich echt ist. Wir machen uns Ängste und Sorgen über Dinge, die wir selbst gar nicht erlebt haben. Kriege, die irgendwo sind. Irgendjemand, der getötet wurde, irgendjemand, der ausgeraubt wurde. Irgendjemand, der beleidigt oder gehetzt wurde. Und auf der einen Seite ist es wichtig, eine Achtsamkeit und ein Gewahrsein dafür zu schaffen, damit sich Dinge verändern können und Menschen nicht alleine bleiben. Und gleichzeitig ist es wichtig, auch immer wieder einen eigenen Realitätscheck zu machen. Und zu überprüfen, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Wie viel von dem, was in den Medien gesagt wird, habe ich selbst erlebt? Und wie hoch ist die Gefahr, dass ich das selbst erlebe? Jetzt mal rein realistisch. Wir sind immer so viel in der Zukunftsangst. Oder in der Vergangenheit, was passiert ist, aber nie in der Gegenwart. Was ist jetzt eigentlich? Jetzt geht es mir gerade gut, jetzt bin ich gerade hier in Sicherheit. Ich habe meine Freunde, denen geht es soweit gut. Ich habe meinen Job. Ich kann Menschen helfen. Ich mache meinen Sport, ich kann mir das leisten. Oder vielleicht kann ich mir die Dinge auch nicht leisten. Und ich lebe irgendwie mit Depressionen vor mich hin. Was kann ich tun? Was ist das, was ich brauche? Ist es, dass ich mir noch mehr Gedanken um die Welt da draußen mache? Und was für ein Krieg und was für überhaupt? Oder geht es darum, mich erstmal um mich zu kümmern und zu gucken, wie ich zur eigenen Energie wiederfinde, damit ich dann gucken kann, okay, und was kann ich dann fürs Außen tun? Und noch so vieles mehr. Wie ging es euch mit dem Song? Was sind eure Gedanken? Was sind eure Perspektiven auch auf das, was ich gesagt habe? Interessiert mich tatsächlich, weil ich weiß, dass auch ich limitiert bin in meiner eigenen Bubble, mit meinen Überzeugungen, mit dem, was ich gelernt habe. Und ich kann auch nur das interpretieren, was ich sehe und was ich höre. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon das ist, was Ren ausdrücken wollte. So, wahrscheinlich gibt es Ähnlichkeiten und doch wird er seine ganz eigene Geschichte dazu haben. Von daher, was ist eure Geschichte? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal oder aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann.